Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine Leinwand ist quadratisch und 50 x 50 cm groß. Für meinen Hintergrund habe ich mir heute überlegt, mit verschiedenen Grün- und Blautönen zu arbeiten und die Metallic-Farbe Zinn einzusetzen. Oft male ich ja den Hintergrund meines Bildes mit dem Pinsel und habe dadurch eine sehr homogene Oberfläche. Doch heute möchte ich ganz gerne einmal direkt die Farbe auf die Leinwand geben und verstreiche die Farbe dann mit dem Palettenmesser. Ich liebe es tatsächlich, so zu arbeiten und ich schaue mir immer ganz gerne an, was für Farbverläufe dann entstehen, wenn ich 3 oder 4 verschiedene Farben auf meiner Leinwand eingesetzt habe und sie dann ganz, wie ich das gerade für richtig empfinde, auf der Leinwand verteile. Die Farben sind sehr pastös, das bedeutet auch, dass der Farbauftrag teilweise dicker wird und gleichzeitig muss ich auch ein paar Stellen nachbearbeiten, da ansonsten die weiße Leinwand durchschaut. Das kann natürlich auch ein Stilmittel sein, wenn man das mag. Ich gebe aber im Verlauf dieser Arbeit noch mehr Farbe auf den Hintergrund, weil ich eben möglichst blickdicht diese Hintergrundschicht ausarbeiten möchte. Ich experimentiere dann mit dunkleren Farben, schaue mir an, wie sich das Bild verändert und setze dann auch wieder hellere Farben ein. Das kannst du tatsächlich ganz nach Belieben machen. Ich bin ja jetzt in einer eher monochromen Farbgebung. Du kannst aber auch verschiedene Farben miteinander vermischen und du erhältst damit einen sehr fröhlichen und farbenreichen Hintergrund. Ich hatte dann langsam aber sicher das Gefühl, dass ich mich im Meer befinde und vielleicht noch ein paar Farben am Meeresboden ausarbeite und die ganze Arbeit am Hintergrund, auch wenn davon hinterher nicht mehr ganz so viel zu sehen sein wird, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war fast wie ein bisschen Meditieren und anschließend habe ich dann meine Farbschichten mit dem Föhn gut durchgetrocknet. Was kann es Schöneres geben, als Gold auf eine Glättkelle aufzutragen und dann die erste Rakelschicht über mein Meeresbild zu ziehen? Ich liebe die Kombination aus Blautönen und aus Gold und auch hier zeigt sich wieder, dass das zunächst eine sehr gute Wahl war. Mit der nächsten Farbe verlasse ich allerdings das Thema Meer und es wird jetzt etwas frühlingshafter, denn die Farbe, die ich jetzt auftrage, ist eine Perlfarbe und zwar die Perlfarbe in Grün.
Diese Perlfarbe hat die Eigenschaft, dass sie, wenn sie aufgetrocknet ist, transluzent ist und je nachdem, wie ich auf dieses Bild schaue und wie auch der Lichteinfall auf dieses Bild ist, erscheint sie mal mehr oder mal weniger deckend und vor allen Dingen schimmert sie in einem sanften, leichten Grün. Danach greife ich allerdings zu einer deckenden Farbe und dabei handelt es sich um das helle Türkisgrün. Ich achte darauf, nicht allzu viel Druck auszuüben, weil ich nach Möglichkeit bei einer deckenden Farbe nicht alles verdecken möchte, was leicht passiert, sodass also die unteren Farben, die sich schon auf der Leinwand befinden, eine Chance haben, später noch durchzuscheinen. Die nächste Farbe habe ich bereits im Hintergrund eingesetzt, und zwar handelt es sich hierbei um die Metallic-Farbe Zinn. Metallic-Farben sind auch keine deckenden Farben und nur dort, wo also eine dickere Schicht Farbe aufgetragen wird, wirken sie auch deckend. Ich hatte die Idee davon, dass das Gold und das Zinn mal mehr oder mal weniger durchscheinend auftreten und fand die Kombination der beiden Farben für dieses Bild tatsächlich sehr harmonisch. Nachdem das Bild dann jetzt durch die Metallic-Farben und auch den Einsatz der Perlfarbe hell und teilweise auch sehr glänzend geworden ist, habe ich nochmal zu einer dunklen Hintergrundfarbe gegriffen und trage diese dann auch stellenweise auf der Leinwand auf. Das sorgt später für ein bisschen Kontrast und auch für ein bisschen Tiefe im Bild. Danach greife ich zu einer weiteren Perlfarbe, und zwar zum Perlrot, und werde ein bisschen akzentuierter damit arbeiten und habe hier dann auch einen Kontrast zwischen dem eher grünlichen auf der Leinwand und dem Farbton Rot. Natürlich ist die Perlfarbe nicht so dominant, aber sie gibt schon eine gewisse Farbrichtung vor, weil ich später noch mit anderen Farben arbeiten möchte. Wenn du meine Videos öfter schaust, weißt du, dass ich gerne auch mit dieser Farbkombination arbeite. Es handelt sich dabei um das dunkle Permanent Rot-Violett und um das Hellrosa.
Jetzt kommt wieder meine Vorliebe für Rosen im Garten zum Vorschein. Irgendwie hatte mich schon die ganze Zeit dieses blaue bzw. grüne im Hintergrund an den Garten erinnert und dass ich mich auf die Saison freue, in der wieder die Rosen blühen, natürlich auch alle anderen Blumen im Garten. Aber diese Kombination hat es mir tatsächlich wirklich richtig angetan. Mit den beiden Farben arbeite ich dann noch ein paar Details auf meinem Bild aus. Dann zeige ich euch gerne einmal mit der Kamerafahrt das Bild von nahem, sodass ihr die einzelnen Farben und die Inseln einmal sehen könnt. Noch sind die Farben recht hell, sie werden dann im getrockneten Zustand in jedem Fall dunkler aufgetrocknet sein. Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild kann man jetzt wirklich sehr schön den Kontrast zwischen den grünen Farbtönen und den rosa-roten Farbtönen sehen. Ich mag es, wie die Metallic-Farben durch die einzelnen Schichten schimmern und das Gold auch durch das Zinn ein bisschen abgemildert wird. Anschließend präsentiere ich euch einmal das Bild, wie es an der Wand aufgehängt wird. Und ihr könnt hier auch sehen, ein anderes Licht und das Bild strahlt nochmal in anderen Farben. Für mich persönlich ist wirklich der Eindruck eines sehr abstrakten Blüten- oder Rosengartens entstanden. Ich habe verschiedene Tiefen in dem Bild, die teilweise durch die dunklen Farben entstanden sind. Ich habe Bereiche, die heller aufleuchten und dadurch mehr im Vordergrund liegen. Und ich habe vor allen Dingen diese wunderbaren Inseln und teilweise auch farbige Verläufe in dem Bild. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir auch sehr herzlich fürs Zuhören und ich wünsche dir eine kreative Zeit. Mach, was du magst und probiere auch mal neue Dinge aus. Das nächste Video gibt's dann in 2 Wochen und ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal.